Wir sprechen ja hier auf diesem Kanal immer wieder über ideale Länder für dein Plan B-Projekt. Und heute erkläre ich dir, warum Serbien und Georgien für dich interessant sein könnte. Nicht unbedingt, um morgen dahin auszuwandern, obwohl wir Mandanten haben, die dort leben und begeistert, man könnte schon fast sagen, glücklich sind. Ich möchte dir im Video heute sagen, warum ich persönlich Serbien und Georgien sehr interessant für deinen und meinen Plan B halte. Und noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn dich das Thema zweite Staatsbürgerschaften, Golden Visa interessiert oder Bankkonten im Ausland, dann komm doch bitte zu einem unserer Live-Seminare und Workshops. Im August in Georgien, im September in Athen und Serbien kannst du zum Beispiel mit mir einen Tag Workshop nur zum Thema Staatsbürgerschaften, Golden Visa und Bankkonten im Ausland besuchen und bekommst kostenlos dein Bankkonto in Georgien dazu. Remote beantragen oder vor Ort beantragen, das ist dann am Ende deine Entscheidung. Wir haben ja Partner in beiden Ländern, also Georgien und Serbien, und leiten jeden Monat Mandanten weiter, die dann eben in Serbien oder Georgien ihren Plan B umsetzen. Und es war mal an der Zeit, dass ich mir das selbst angeschaut habe. Und ich war also jetzt vor etwas mehr als einem Monat mal in beiden Ländern. Beide Länder sind ja gut erreichbar und haben einiges zu bieten. Und ich kann ja nur sagen, ich bin begeistert. Übrigens, in beiden Ländern kann man auch in wenigen Monaten direkt die Staatsbürgerschaft erwerben. Es gibt da kein offizielles Programm. Georgien ist übrigens auch relativ teuer. 330.000 bis 350.000 Euro muss man da bezahlen. Aber für diesen Betrag bekommt man ja schon fast einen Diplomatenpass, der unter Umständen, wenn man es richtig macht, sogar Immunität bieten kann. Dazu übrigens, wenn dich das interessiert, mehr in einem persönlichen Beratungsgespräch. In Serbien kann man den Pass ebenfalls erwerben. Circa 95.000 Euro werden da pro Person fällig. In beiden Ländern erfolgt aber die Staatsbürgerschaft oder die Einbürgerung per Einzelerlaubnis des Präsidenten. Also Citizenship per Exception nennt man das. Und in Serbien basiert das beispielsweise auf Artikel 23 des Staatsbürgerschaftsgesetzes und richtet sich eben an Personen, die besondere Verbindung zu Serbien nachweisen können oder Leistung von nationalem Interesse erbracht haben oder erbringen wollen in Zukunft, zum Beispiel Investitionen, Firmengründung, Arbeitsplatzbeschaffung, besondere Qualifikation haben, vielleicht eine Professur etc. Und man kann das eben auch in Verbindung mit der geplanten Niederlassung in Serbien erreichen. Dazu gern mehr im persönlichen Beratungsgespräch. Wie gesagt, ich war und bin begeistert von beiden Ländern, habe in beiden Ländern auch mein Bankkonto eröffnet, die Residenz beantragt. Im August, wie gesagt, bin ich wieder 1-2 Tage in Georgien, dann im September in Serbien. Und wenn das für dich was ist, wenn du nach dem Ende dieses Videos dann zum Entschluss kommst, ja, ich würde das auch gerne in einem oder beiden Ländern umsetzen, dann freue ich mich natürlich, wenn wir zusammen da wieder in einem der beiden Länder mal 1-2 Tage verbringen können und vielleicht verbindest du das gleich mit einem der Workshops. Gehen wir mal etwas mehr, zuerst mal eine kleine Übersicht und dann mehr ins Detail, also Serbien und Georgien. In Serbien haben wir 4 Banken, zum Beispiel die Bank Intesa oder die AIK, bei der wir da ein Bankkonto eröffnen können. In Georgien machen wir das meistens bei der Bank of Georgia oder bei der TBC Bank. Da haben wir 2 bis 3 Banken, bei der wir dort also für unsere Mandanten Konten eröffnen können. In beiden Ländern bekommst du eine Kreditkarte. In Serbien musst du da schon 10 Tage warten, bis die Kreditkarte ausgestellt wird. In Georgien kannst du sie eigentlich gleich mitnehmen. In Georgien sind die Kreditkarten sehr hochwertig, die du bekommst, schon am Anfang, ohne dass du da dann eine Kreditwürdigkeit aufgebaut hast. Die Gebühren sind in Serbien etwas niedriger. In Serbien haben wir 4 bis 8 Euro pro Monat, in Georgien so zwischen 18 und 22 Euro pro Monat. Aber da werde ich nachher noch drauf eingehen, bekommst du einiges auch dafür geboten für den höheren Preis. Zum Beispiel eben Lounge-Zugänge auf die Kreditkarten. In Georgien hat mir gefallen, du bekommst da also mindestens schon mal 10,5% auf Geldanlagen in Lari auf deinem eigenen Konto. Kannst du sogar mit deinem Banksachbearbeiter verhandeln, auch höhere Zinssätze zu bekommen. Und der Lari ist keine so schlechte Währung, wenn du dir das selber mal anschauen willst. Können wir ja auch vielleicht mal einblenden an dieser Stelle. Also eine relativ gute, stabile Währung über die letzten Jahre. Zum Informationsaustausch, naja, also in Serbien ist das ganz klar, die nehmen nicht am Informationsaustausch teil. Formell wirst du nach einer Steuer-ID gefragt bei einer Bankkontoeröffnung, aber die wird da im System nicht mal abgeprüft, ob die richtig und korrekt ist, und es gibt, wie gesagt, keine Meldung. Und in Georgien ist es so, dass Georgien offiziell am Informationsaustausch teilnimmt, aber es keine Adressprüfung zurzeit gibt. Das heißt, Proof of Address findet
de facto nicht statt. Und wenn du jetzt beispielsweise mehrere Wohnsitze hast, vielleicht in einem anderen Land noch ein Ferienhaus hast, könntest du dort zurzeit auch noch diese Adresse angeben. Allerdings gibt es keine Garantie, wie das in Zukunft läuft, weil, wie gesagt, Georgien schon ein sehr, sehr hochwertiger Bankenstandort ist und dort dann eben möglicherweise in Zukunft eine Adressprüfung auch macht. Wenn du jetzt natürlich sowieso das Auswandern im Sinn hast oder vielleicht jetzt schon Wohnsitze in mehreren Ländern hast, dann kannst du dort natürlich diese entsprechende Adresse aus einem anderen Land jetzt schon angeben. Bankerlebnis und Besonderheiten jetzt mal mehr im Detail. Also in Georgien muss man wirklich sagen, da ist die Eröffnung eines Bankkontos ein Erlebnis. In Serbien eher durchschnittlich. Ich habe jetzt gerade in Tansania mit Mandanten zum Beispiel Bankkonten eröffnet. Da ist Serbien, ja, vom Erlebnis her, wie gesagt, nichts Besonderes, nichts Herausragendes. Dafür geht es relativ schnell. 3, 4 Unterschriften. In Georgien musste ich fast 40 Unterschriften leisten. Allerdings, wie gesagt, für alles, für Online-Banking, für mehrere Kreditkarten. In Georgien war das wirklich ein großes Erlebnis, dort die Bank alleine schon zu besuchen, weil der Eintritt in die Bank, da kommst du dir vor wie in so eine, du kommst rein in eine Lobby eines vielleicht 5-Sterne-Hotels, du wirst hofiert, du wirst sehr, sehr freundlich zuvorkommend behandelt, sitzt da im Prinzip nach 2, 3 Minuten schon mit deinem Cappuccino da und hast deinen persönlichen Gesprächspartner. Dafür, wie gesagt, die monatliche Kontoführungsgebühr auch zwischen 18 und 20, 21, 22 Euro, je nachdem, welchen Tarif du wählst und ob du monatlich oder im Jahr voraus bezahlst. Der persönliche Berater ist eben auch sehr, sehr wichtig, wenn du zum Beispiel besondere Zins- oder Kreditangebote benutzen willst und ein persönlicher oder zum Beispiel vielleicht in Zukunft eine American Express Karte auch möchtest. Die gibt es nämlich auch in Georgien dazu, wenn du möchtest. Du kannst also sofort mit der Prepaid American Express Karte anfangen, aber auch künftig dann, wenn du etwas eingezahlt hast, auch eine richtige, echte bis hin zur Platin American Express Karte beantragen. Wir bieten ja an, gerade in Georgien, deswegen geht es auch besonders schnell, das KYC als Vorabprüfung zu erledigen im Vorfeld, remote. Das heißt, du bekommst die Formulare von uns zugeschickt, füllst die alle aus und wenn du dann dort ankommst, wie gesagt, das Onboarding besteht nur noch aus dem Unterschriftleisten für diese Antragsformulare und du kannst dann im Prinzip ein paar Stunden später, wenn du morgens kommst, schon deine Kreditkarten in der Bankfiliale abholen. Wir empfehlen dein Hotel, da kannst du laufen, also das Best Western Hotel, 2, 3 Minuten zur Bank, da hast du auch keine langen Wege beispielsweise. Der persönliche Bankberater, das ist auch wirklich ein Erlebnis. Also ich habe ja jetzt mein eigenes Bankkonto dort eröffnet. Unsere Kunden genauso, unsere Mandanten sind da total begeistert, weil der ruft dich an oder schreibt dir eine E-Mail, sagt, Entschuldigung, ich bin jetzt nächste Woche mal eine Woche im Urlaub, wenn irgendwas ist, das ist meine Vertretung. Also ist was ganz, ganz anderes als ein Konto bei einer Weiß oder bei Revolut zum Beispiel zu haben. Das ist wirklich einen persönlichen Berater, selbst wenn du da nur vielleicht am Anfang 1, 2, 300 Euro einzahlst, aber du wirst behandelt wie ein Kunde, der da vielleicht auch ein paar 100.000 eingelegt hätte. Wie gesagt, wenn du den Termin am Morgen machst, so zwischen 9 und 10, bekommst du am Abend oder am Nachmittag deine Kreditkarten schon und kannst wieder gehen. Wenn du am Nachmittag, so was bei mir, den Termin in der Bank hast in Georgien, dann bekommst du deine Kreditkarten am nächsten Tag um 12. Und ansonsten werden Kreditkarten weltweit kostenfrei per DHL zugeschickt. Das vielleicht noch ganz kurz. Übrigens die Banking-App wird dort von den lieben Mitarbeitern direkt installiert, wird dir gezeigt, wie es funktioniert. Du wirst begleitet bei der ersten Einzahlung. Das ist also wirklich eine schöne Sache. Ich fand das sehr, sehr angenehm. Vielleicht noch ein paar andere Details, die sehr, sehr wichtig sind. Also zum Beispiel die Kryptoverwendung. In Georgien, das ist dann durchaus noch eine Besonderheit, weil es da so ein in-house angebundene Krypto-Exchange auch gibt. Und ist das Auscashen relativ einfach möglich und du hast relativ hohe Tageslimits auf deine Kreditkarten. Im Standard sind das schon ungefähr 30.000 Euro pro Tag und hast ja 3 Kreditkarten. Also kannst du im Prinzip 3 mal 30.000 Euro ungefähr weltweit abheben oder eben ausgeben. Und würdest du zum Beispiel da Kryptowährung auscashen, ist das nicht schlecht an Möglichkeiten, die dir das bietet über diese interne Plattform. Ja, ansonsten zum Thema Immobilien vielleicht nochmal, wenn wir das vergleichen, Belgrad und Tiflis. In Tiflis beginnt eine vernünftige Immobilieninvestition ungefähr bei 1.450 Euro pro Quadratmeter. In Belgrad, da sind wir bei höheren Preisen, 2.500 bis 3.500 Euro Premiumlage dann pro Quadratmeter. Bekommst du in beiden Ländern super Qualität, zentrumsnah und es gibt in beiden Ländern auch Finanzierungsangebote für Ausländer. In Belgrad ist das eine russische Bank und in Georgien macht das auch die Bank of Georgia mit einem gewissen Eigenkapitalanteil. Könntest du dort also auch Immobilien vor Ort dann teilfinanzieren.
Kommen wir zum wichtigsten Thema, Aufenthaltstitel. Also du bekommst in beiden Ländern so eine Art Personalausweis. Also in Georgien soll sich, so wurde uns das von so einem Anwalt gesagt, eigentlich der Ausweis, den du bekommst, nicht von der Plastikkarte unterscheiden, den du auch als Bürger von Georgien dann in deiner Hand hast. In Serbien bekommst du deinen Aufenthalt, also deinen permanenten Aufenthalt, später am Anfang 3 Jahre, dann später permanent, über den Kauf einer Immobilie, über eine Anstellung oder über eine Firmengründung. Und in Georgien ist auch beides oder alle 3 Sachen möglich. Also Kauf eine Immobilie natürlich, allerdings da in Georgien schon 300.000 Euro müsstest du investieren. In Serbien kannst du für 20.000, ich sage mal, verfallenes Haus in einem Dorf kaufen, in einem Village kaufen und dann kannst du darüber schon deine Aufenthaltsgenehmigung beantragen, am Anfang 3 Jahre, dann permanent. In Georgien ist es so, du bekommst, wenn du eine Firma zum Beispiel gründest, ist eigentlich der einfachste und schnellste und preiswerteste Weg, bekommst du am Anfang für 1 Jahr deine Aufenthaltsbewilligung und nachher 5 Jahre nachher permanent. Ja, insofern sind beide Länder sehr, sehr interessant. Nachher komme ich noch auf mein Fazit und meine Empfehlung vielleicht zu sprechen. Aber Georgien geht vielleicht etwas schneller. Du musst nur einmal vor Ort sein, wenn du die Residenz willst. Bank kannst du komplett remote machen. In Serbien musst du definitiv einmal oder zweimal vor Ort sein. Allerdings sind die Flüge relativ günstig. Du bist sehr, sehr schnell in Serbien, in Belgrad und es ist wirklich ein Erlebnis. Belgrad sowohl auch Tiflis natürlich, sich diese Städte mal anzuschauen. Also ich freue mich jetzt schon wieder auf meinen nächsten Besuch in beiden Städten. Ein interessanter Weg in Serbien, den wir auch über unseren Partner anbieten, ist eben auch sehr, sehr schnell umsetzbar, sehr kostengünstig umsetzbar über eine Anstellung. Das heißt, du würdest jetzt zum Beispiel für mindestens 3 Monate angestellt werden in der Firma unseres Partners vor Ort, also ein Arbeitsvertrag, der nach 3 Monaten dann wieder gekündigt wird. 3 Monate bezahlst du ganz normal, bekommst einen Lohnschein, wird auch Sozialabgaben für dich abgeführt und in Verbindung damit wird eben dann deine 3-Jahres-Aufenthaltskarte ausgestellt. Wenn du die nach 3 Jahren wieder verlängern möchtest, um deine permanente zu bekommen, müsste am Ende der Zeit wieder 3 Monate angestellt werden oder du machst es über eine eigene Firma, die du gründest. In Georgien empfehlen wir generell halt, gründ eine Firma, das ganze Paket inklusive 2 Konten, die wir helfen, dir zu eröffnen, die komplette Firmengründung und die Beantragung der Residenz. Wie gesagt, 2.890 britische Pfund ist da unser Dienstleistungspreis dafür. Du wirst an der Hand genommen, Schritt für Schritt, kannst so viel wie möglich schon von zu Hause aus erledigen, damit dein Aufenthalt so kurz wie möglich dort vor Ort ist. Also beides, wie gesagt, relativ gut zu erledigen. Was gibt's vielleicht noch an Nebenkosten, ist immer wieder die Frage. Also Buchhaltungskosten sind in beiden Fällen, wenn du eine Firma gründest, jetzt in Serbien oder Georgien 65 Euro und das war's. In Serbien bei einer Firma wäre dann die Buchhaltung etwas höher, also zwischen 50 und 150 Euro, je nachdem, ob du die Firma wirklich nutzt oder ob es eigentlich nur eine stillliegende Firma ist. In Georgien ist es so, dass du dort einmal jährlich im Prinzip auf deine Firma einen Geldeingang haben musst von einem Kunden. Das kann jemand aus deiner Familie sein, das kann ein tatsächlicher Kunde sein, der also einmalig ungefähr umgerechnet in Euro 15.600 Euro sind es aktuell einmal als Zahlungseingang haben müsstest auf deinem Firmenkonto, damit man das als eine aktive Firma betrachtet. Und die Steuern, die du dort bezahlst, außer jetzt Consulting-Bereich, da sind die Steuern höher, muss also die richtige Tätigkeit auf deine Firma angeben, bezahlst du 1% Steuer pro Jahr auf deinen Jahresumsatz. Und damit ist alles erledigt. Also 50.000 Lari jährlicher Firmenumsatz wird da pro Person, ausgenommen Ehepartner und Kind. Aber wenn es ein Bruder und Schwester, ein Geschäftspartner mit reinnehmen würdest, dann wäre das pro Person, die eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen sollte, 50.000 Lari pro Person. Ansonsten Familie, Ehepartner, Kind, 50.000 Lari für alle zusammen. Und darauf, wie gesagt, 1% jährliche Steuer. Das wäre jetzt mal so die Information dazu, also die Residenz zu beantragen. Wie gesagt, in beiden Fällen ungefähr ähnliche Kosten, 2.890 Pfund in Georgien, 2.490 Pfund in Serbien, also etwa gleich für das gesamte Dienstleistungspaket und du wirst Schritt für Schritt an die Hand genommen. Am Ende hast du einen Ausweis, also eine Aufenthaltsgenehmigung für dich, wenn du möchtest, auch für deine Familienangehörigen dann von kleinen Verwaltungsmehraufwand. Und du hast ein Bankkonto, im Fall von Georgien sogar 2 Bankkonten, ein geschäftliches und ein privates Bankkonto. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit in Georgien und zwar gibt es da die Möglichkeit, auch den steuerlichen Wohnsitz
zu beantragen, ohne dass du anwesend sein musst. Um den steuerlichen Wohnsitz in Georgien nachzuweisen, also im Prinzip ein Zertifikat zu haben, ich bin hier steuerlich ansässig, musst du mindestens über 1 Million Vermögen verfügen. Das musst du in irgendeiner Art und Weise nachweisen. Das können Kryptovermögen sein, das können Depots sein, das können Immobilien sein. Und du müsstest einmal im Jahr nachweisen, dass 500.000 US-Dollar in etwa in Georgien deponiert sind, auch wenn das nur für ein paar Minuten ist. Also du könntest zum Beispiel Krypto einmal auf eine Krypto-Exchange in Georgien transferieren, dann würde man da einen Kontoauszug ausdrucken, einen Steuerberater vor Ort, den wir dir stellen, der wird es dann bestätigen, dass also für 500.000 US-Dollar Vermögen in Georgien war, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und damit würdest du dann für dieses Jahr deine steuerliche Ansässigkeitsbestätigung erhalten. Ist dann aber im nächsten Jahr, wenn du sie wieder wünschst, diese Steueransässigkeitsbestätigung im Folgejahr, müsstest du das nochmal machen. Vielleicht reicht es ja einmal, das zu tun. Und ansonsten eben vorher auch schon diesen Personalausweis dort, diesen georgischen beantragt haben, über die Firmengründung oder über den Immobilienkauf, was auch immer du möchtest. Man kann, jetzt noch eine Besonderheit, wenn du sagst, ich habe aber keine Millionen oder ich möchte keine Millionen nachweisen, ersatzweise auch anstelle 1 Million Vermögen nachzuweisen, nachweisen, dass man in den letzten 3 Jahren 70.000 Euro Jahreseinkommen hatte. Also wenn du in den letzten 3 Jahren pro Jahr 70.000 Euro Jahreseinkommen hast, auch dann könntest du die steuerliche Ansässigkeit beantragen. In Georgien wird es dann ein Zertifikat bekommen, aber auch dann müsstest du einmalig 500.000 US-Dollar, wenigstens für ein paar Minuten oder Stunden halt, um diesen Kontoauszug nachzuweisen auf einer georgischen Bank oder auf einem Depot oder auf einer Kryptobörse. Und dann ist es erledigt. Wie gesagt, keine Anwesenheitspflicht in Georgien, um die serbische steuerliche Ansässigkeitsbestätigung zu bekommen. Da musst du 183 Tage plus in Serbien wirklich vor Ort sein. Was gibt es zu Land und Leute und zum Leben in Serbien und Georgien zu sagen? Also was ist zumindest mein persönlicher Eindruck? Also in beiden Ländern habe ich mich wirklich sofort wohlgefühlt. Also ich war in Belgrad, ich war in Tiflis und ich könnte mir wirklich, muss ich mal sagen, sogar vorstellen, dort zu leben. Also ich bevorzuge zwar eigentlich ein Land mit 300 Sonntagen pro Jahr, aber wenn man einen Plan B umsetzt, dann ist man ja sowieso klug beraten, nicht auf ein Pferd zu setzen oder wie man so schön sagt, alle Eier in einen Korb zu legen. Und also Serbien und Georgien sind für mich wirklich sehr, sehr interessante Länder, sie in meinen Plan B zu integrieren. Deswegen habe ich auch in beiden Ländern für mich jetzt oder für uns den Aufenthaltstitel dort beantragt. Und wie gesagt, durchaus sehr, sehr schön dort jedes Jahr vielleicht mal ein paar Tage pro Woche oder vielleicht auch mehrere Monate zu verbringen. Serbien hat hier noch ein besonderes Schmankerl anzubieten, weil es gibt ein Doppelbesteuerungsabkommen für Renten. Man könnte also anstelle seiner Rente in Deutschland besteuern zu lassen, diese viel, viel günstiger in Serbien besteuern lassen in Verbindung mit einem Aufenthaltstitel, den man in Serbien hat und einer Wohnadresse. Übrigens, die Wohnadresse habe ich ganz vergessen. Also ein Adressnachweis für Wohnung oder für auch eine Firma, die bekommst du natürlich von unserem Partner auch für einen entsprechenden Preis dann gestellt. Mein Fazit. Fangen wir mit Georgien an. Also ich bin von Georgien begeistert. Der einzige Kritikpunkt an Georgien ist, dass man sein Visum, also seine ID-Karte, dort erstmal nur für 1 Jahr am Anfang bekommt. Im Prinzip will man da sehen, dass du wirklich auch irgendwas mit der Firma machst oder wenn du ein Angestelltenverhältnis auch wirklich einen Zahlungseingang hast und nach dem ersten Jahr, nachdem es einmal gelaufen ist, dann bekommst du es für 5 Jahre und anschließend dann eben permanent oder wieder für 5 Jahre. Das ist eine Entscheidungsfrage des Beamten in der Migrationsbehörde. Ansonsten schlägt für mich Georgien, was die Effizienz der Antragsstellung und auch, ich sage mal, das Bankerlebnis und auch die Qualität des Bankkontos betrifft, dann doch schon um eine Länge Serbien. Immobilieninvestitionen sind günstiger in Georgien. Möglicherweise könnten aber Immobilien in Serbien wieder interessantere Renditen abwerfen. Also das musst du selbst entscheiden, musst du dir angucken. Die Infrastruktur ist in beiden Ländern hervorragend. Du hast in Georgien niedrigere Lebenshaltungskosten. Beide Länder sind kulturreich, könnte man sagen. Beide haben übrigens auch hervorragende Weine anzubieten. Georgien ist natürlich ein größeres Land, Serbien ist da kleiner. Also wenn du jetzt wirklich nach einem zweiten Wohnsitz oder einem dritten Wohnsitz suchst, solltest du dir das überlegen. Ist Georgien was für mich, Serbien was für mich? In Serbien, wie gesagt, ist alles ein bisschen aufwendiger. Es ist bürokratischer, dort so ein Bankkonto, so einen Aufenthalt zu bekommen. Du musst zum Notar gehen, du musst zum Anwalt gehen. Aber wir haben einen Top-Partner vor Ort, der hervorragend Deutsch spricht, in Deutschland selber aufgewachsen ist. Und der kennt also sowohl die deutsche Mentalität, die deutsche Sprache, als auch die serbische und organisiert alles so effizient, dass man eigentlich die höhere Bürokratie kaum richtig mitbekommt.
Also es ist beides ein Soft-Einstieg in den zweiten Wohnsitz. Es ist, wie gesagt, in beiden Ländern preiswertes Leben möglich, in nahezu europäischer Atmosphäre. Ich würde sagen, in Serbien, also in Belgrad jetzt mal, habe ich mich auch an viele europäische Städte erinnert gefühlt. Also sagen wir mal so, an einigen Stellen, so vielleicht Stellen wie in München oder in Berlin oder auch in Dresden, Altstadt, Dresden, auch die alte Neustadt. Immer wieder kam so ein Memory-Effekt in mir. Also tolle Gegenden, tolle Menschen übrigens auch, die wir da gesehen haben. Die Männer begleiten ihre Frau an die Beifahrertür, öffnen ihr die Tür, lassen sie reinsetzen, schließen die Tür, gehen dann auf ihre Fahrerseite. Also man hat da irgendwie noch wirklich schöne Bräuche und Sitten, angenehm. Georgien, die Hauptstadt Tiflis, hat mich an einigen Stellen sogar ein bisschen an Ecken in London erinnert. Also auch eine große, tolle Stadt, imposant, sehr grün alles. Also ich glaube, du wirst dich auch in beiden Ländern, in beiden Städten sehr wohlfühlen. Beide Länder sind kein Mitglied in der Europäischen Union. Beide Länder, da zuckt es ab und zu mal, ob sie eventuell so eine Mitgliedschaft beantragen könnten. Aber Insider sagen, also eigentlich nicht absehbar, dass eines der beiden Länder mal Mitglied in der Europäischen Union würde. Ich finde beide Länder gute Möglichkeiten für den Plan B, Golden Visa, auch eine Investition in Immobilien, durchaus auch als Dauerwohnsitz. Wenn du mehr noch ins Detail gehen willst, hast du zwei Möglichkeiten. Also auf der einen Seite, komm zu uns im Workshop. Oder wenn du jetzt sofort ins Handeln kommen willst, dann kannst du entweder ein Beratungsgespräch mit mir buchen und dann können wir nochmal direkt in die Details gehen oder auch mit der Umsetzung beginnen. Oder wenn du sagst, ich brauche kein Beratungsgespräch, ich will jetzt sofort meine Unterlagen schicken, ich will remote schon mit der Kontoeröffnung vielleicht beginnen, dann kannst du einfach an meine E-Mail-Adresse schreiben und dann leite ich alles für dich in die Wege. Ja, wir haben auch ein kleines PDF vorbereitet. Schreib einfach an meine E-Mail-Adresse, bitte PDF Serbien, Georgien zusenden, dann bekommst du mein kleines PDF als Vergleich, dann kannst du das nochmal nachlesen. Der eine oder andere liest vielleicht lieber, als dass er alles nur im Video sieht. Und was auch immer, wo auch immer du dich dafür entscheidest. Ich danke auf alle Fälle fürs Zuschauen bisher her. Lass uns ein Like da, abonniere den Kanal, wenn du noch nicht abonniert hast. Wir freuen uns immer, unsere Zuschauer mal live zu begrüßen in einem der Workshops. Schau einfach, wir blenden den Link gleich nochmal ein zu unseren Live-Workshops. Wie auch immer, bleib fröhlich und wenn du etwas tun willst, komm ins Handeln. Wir begleiten dich sehr, sehr gerne dabei. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.